Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Osteoporose bezeichnet poröse Knochen, die nur allzu leicht brechen. Oft besteht die einzige Osteoporose-Prävention und Behandlung der Schulmedizin darin, möglichst viel Calcium einzunehmen. Leider jedoch ist zu viel Calcium äußerst schädlich für den Organismus, besonders dann, wenn man alle anderen für die Knochengesundheit so wichtigen Vorkehrungen unter den Tisch fallen lässt. Die Folge ist dann, dass Osteoporose nicht verhindert werden kann. Mehr noch, es entstehen Schäden in den Blutgefäßen, die nicht selten zu tödlichen Zwischenfällen führen können. Bei älteren osteoporosekranken Menschen ist in dieser Situation daher häufig ein Krankheitsbild festzustellen, das von verhärteten ektopischen Verkalkungen bestimmt ist. Ektopisch bedeutet, dass die Verkalkungen leider nicht dort sind, wo sie hingehören, wie das etwa im Knochen der Fall wäre. Stattdessen befinden sie sich außerhalb des Knochens, und zwar in den Arterien. Das ist auch der Grund, warum Osteoporose-Patienten selten am Knochenschwund an sich sterben, sondern vielmehr an den Folgen ihrer Arterienverkalkung, die häufig auf den unaufhörlichen Transport von Calcium aus dem osteoporösen Knochengewebe in die Blutbahn zurückzuführen ist. Es liegt daher im Körper eines Osteoporosekranken kein Calciummangel vor, sondern vielmehr eine falsche Verteilung des Calciums im Körper. Denn das Calcium wird aus verschiedenen Gründen aus den Knochen abgebaut und stattdessen in den Arterien eingelagert. Zu den Gründen könnte unter anderem eine Übersäuerung des Körpers gehören, sodass basisches Calcium aus den Knochen entfernt wird, um die Säuren im Körper zu neutralisieren, aber auch um die Risse in den Arterienwänden zu flicken. Es nützt daher nichts, Calciumcarbonat in Form von Medikamenten einzunehmen, da auch das supplementierte Calcium nicht weiß, dass es in die Knochen wandern soll, wenn zum Beispiel der entsprechende Wegweiser fehlt, in diesem Fall das Vitamin K. Denn das Vitamin K2 sorgt dafür, dass das Calcium aus der Nahrung in die Knochen wandert. Und das Vitamin D3 sorgt dafür, dass das Calcium aus der Nahrung überhaupt aufgenommen wird, während Magnesium dabei das Vitamin D3 aktiviert. Ebenso spielt Kalium eine wichtige Rolle für eine hohe Knochendichte. Auch Silizium kann die Knochendichte erhöhen, denn es ist an der Synthese oder auch Stabilisierung des Kollagens beteiligt. Denn Kollagen ist ein körpereigenes Protein, das dem gesunden Knochen, aber auch dem Bindegewebe seine elastische Stabilität verleiht. Auch gerade Vitamin C fördert ebenfalls die Kollagenneubildung und damit auch die Knochenbildung. Vitamin C ist da eben extrem wichtig. Man sollte allerdings bedenken, dass man durch eine kohlenhydratreiche Ernährung umso mehr Vitamin C benötigt, weil der Zucker die Vitamin C-Aufnahme stoppt. Beide Stoffe werden nämlich über ähnliche Transportsysteme vom Körper aufgenommen und hemmen sich gegenseitig. Deshalb ist auch hier wieder die ketogene Ernährung ein wichtiger Faktor, um eine ausreichende Vitamin C-Aufnahme zu gewährleisten, welche dringend notwendig für eine ausreichende Kollagensynthese und damit dem Knochenaufbau ist. Auch eine Nahrungsergänzung mit Bor stimuliert die Knochenbildung und hemmt den Knochenabbau. Aber auch der Einfluss von Hormonen auf die Knochengesundheit sollte nicht vergessen werden, denn in den Wechseljahren liegt meistens ein ungleiches Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron vor, in dem meist zu wenig Progesteron vorliegt, sodass man dieses mit der Wild Yam, also der mexikanischen Yamswurzel, und dem Mönchspfeffer ausgleichen kann. Auch sollte man wissen, dass Vitamin A die Osteoblasten stimuliert und Vitamin A und D Osteokalzin stimuliert, denn so kann Calcium in die Knochen eingebaut werden. Denn Osteokalzin ist der stärkste Aktivator für den Einbau von Calcium in die Knochen. Vitamin A und D hemmen gleichzeitig die Osteoklasten und somit wird der Abbau von Knochenkalzium gehemmt. Auch die Aminosäure Glycin ist sehr wichtig für die Bildung von Kollagenen und somit für den Knochenaufbau. Eier sind daher sehr gut, aber rotes Fleisch ist das beste Protein für den Knochenaufbau. Was nun die hemmenden Faktoren betrifft, die zur Osteoporose führen, so zählt dazu auch der Kaffee, weil dieser die Diurese in den Nieren fördert, das heißt basische Mineralien verstärkt ausschwemmt, sodass die Knochendichte vermindert wird. Aber auch Alkohol, Kochsalz anstelle von dem gesunden Natursalz, Nikotin und Softdrinks führen zur Osteoporose. Softdrinks enthalten ein Übermaß an Phosphat, welches wiederum als Gegenspieler Calcium bindet, den Körper übersäuert und als Calciumphosphat-Komplexe mühsam über die Nieren ausgeschieden werden muss. Menschen, die also reichlich Softdrinks trinken, aber auch rauchen und Alkohol trinken, weisen eine geringere Knochendichte auf. Bewegungsmangel ist einer der größten Knochenfeinde weit und breit, denn Knochen, die nicht bewegt werden, bauen ab.
Denn nur ein bewegter Knochen erkennt die Notwendigkeit, stark und gesund zu bleiben. Nur bei ausreichender Bewegung bleiben die Knochen gut mineralisiert und behalten gleichzeitig ihre Elastizität, weshalb hier die tägliche Bewegung unumgänglich ist. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.